Wir sind noch etwas platt von gestern, aber die Multispecies Challenge geht weiter. Wir versuchen in 48 Stunden so viele Raubfische wie nur möglich zu fangen. Boah! Alter! Oh nein! Oh, war das ein Biss! Alter! Wenn die einmal on sind, sind sie halt on. Was willst du machen? Alter, war das ein Biss. Kommt der einmal mit und es beißt besser als Holland und alles zusammen. Das sind so die Fische, die ich hier in 5 Jahren mit zusammenfange eigentlich. Seid ganz gespannt, wer uns heute besucht. Und jetzt, let's go! Oh, ist das nass alles. Oh. Hast du gucken auf eine Burg? Guten Morgen. Man merkt, Dass die Nächte nicht ganz so erholsam sind, gell? ja, und dass wir eine Weile unterwegs sind, mein Rücken sagt. Aber hilft nichts. Jetzt geht's weiter mit der Challenge. Und wir versuchen noch weitere Fische zu fangen. Oh, Wecker, meiner. Ich würde sagen, Zander brauchen wir heute auf jeden Fall. Und dann hätten wir noch so Döbel, Alan, Aaland, ein Aal vielleicht. Das probieren wir jetzt. Also, Becky, lass uns fertig machen und dann geht's los. Morgen. Hätte ich gewusst, dass neben uns jemand schläft, wären wir gestern nicht so laut gewesen. Wir haben nichts gehört. Gott sei Dank. So, Becky, das dauert doch schon immer länger, als man denkt, alles zusammenzuräumen und so, ne? Und unser Gast, den ihr gleich sehen werdet, wartet schon. Wir sind jetzt schon 50 Minuten zu spät. Team Chaos. Aber das Gute ist, wir fahren schnell. Das heißt, insgesamt wird es höchstens 1:10. Das macht's. ich glaube, damit hat auch schon gerechnet. Oh, das habe ich ihn verraten. Piepen wir. Tschüss. Danke. So, hinsetzen. Meine Brille müsste Alles irgendwo liegen. Hast du festmachen. die gesehen? Auf dem Kopf vielleicht. Ja, die nehme ich. Danke. Tschüssi. Markus, komm, leg dich hin. Setz dich hin. Ich gebe Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. Wuhu. So, da seht ihr schon, wir sind da. 1 Stunde Verspätung. Ich hoffe, die Stimmung ist trotzdem gut. Wir werden es sehen. Moin Bürger. Aber ihr habt ja gestern echt gut gepackt, ne? Ey, gestern war krass. Hi. Hi. Und sorry für die Verspätung. Ja, alles komm, gut. komm rein. Und ihr seid echt die härtesten die Woche bei dem Wetter. Ja, das Wetter ist Junge. vor allem alles. Gestern hat man Platzregen, Sturm, alles. Heute und dann 38 Grad, 2 Tage lang. Becky ist hier schon wieder. Ja, das ist super. Ich meine erstmal da, hallo, eigentlich Ladies first, ne? Boah, sind versorgt. Ich weiß ja nicht, wie eure Situation in so einem Boot ist eine Woche lang, aber ich schätze mal, außer läppsches Toastbrot wird ja wohl nicht viel hier drin Guck mal sein. hier. Hey, was? Gestern kam einfach einer auf dem Boot vorbeigefahren. Mit Radler, kannten wir nicht, ne? Also der hat unsere Story gesehen, ist vorbeigekommen. Radler, frische Minze für Tee, Melone. Fanta, alles. So ein absoluter Traum. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi noch. Okay, Vielen dann Dank. bis später, ne? Weil Birger, ich habe schon einen kleinen Anspruch an dich heute. Ne? Ja, schon Du bist ja der Experte hier. Ja. Also wir haben jetzt Barsch, Rapfen, Wels, Grunde, Becky, Nase. Nase, Becky, Hecht? Hecht, 6 Fische hatten schon echt viel Ja. für den Rhein. Und wenn wir jetzt noch einen Zander kriegen Ja. und noch einen Döbel oder so ein Aaland oder irgendwas und noch einen Aal, 9 Fische hatten, fände ich schon richtig Ja, geil. wäre geil, ja. Ja, aber also von dir erwarte ich Döbel und Zander. Ja, Döbel habe ich hier 15 Jahre keinen gefangen. Super. Aber Zander ist jetzt, also das legen wir mal oben auf die Prio-Liste. Dann gucken wir mal. Los geht's! Birger, du bist auch meine letzte Hoffnung, Warum? dass ich meinen ersten offiziellen Fisch hier auf der River Tour fange. Ich habe nur Ja. gestern eine Nase gerissen, sonst habe ich mich noch ein bisschen Aber klappen du weißt ja, wie das mit dem Pech ist. Es hält nicht ewig. Kann ja nicht. Da hast du Es ist recht. Ansparangeln, das ist einfach so. Das kann nur besser werden. Geil. Heute knallst Becky, heute holst du einen richtigen 90er Zander. Ich gebe alles. Ja, fahr mal ein Stück da hoch ruhig, also Höhe steiger und dann in die Richtung zur roten Tonne so. So, erster Spot. Erster Wurf bei First Cast TV für Birger. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du fängst. Ja, das machen wir schnell und da unten ist eigentlich dann der etwas Okay. bessere Spot. Okay. Aber wer weiß, wir lassen das mal nicht aus hier. Ja, ja.
Da, ich hab Fisch. Fisch. Gib mir mal bitte den Kescher. Danke. Geil. Ey, wenn das ein Zander ist. Ist einer. Oh. Geil. Hä? Zander kann ich. Fisch hat nochmal was? Alter, ein richtiges Teil. Alter, Ja. der hat doch 68 Einfach mal einen richtigen Köder rangehängt, ne? auf den Split wieder. Klar. Aber einen richtigen Haken muss nicht mal auch Ja, ranhängen. das ist aber vom Kescher jetzt, ne? Ja? Ja, Gott sei Dank. Die Öse hängt im Netz, der Zander hier. Und wenn der 60er da drin hängt, dann Ja. sind die Haken Fritte, ne? Unser Split, ey, der Split, ungeahnte Qualitäten. Wir haben ja damit so ein Hechtvideo gerade gemacht. Weißt du, wie der abging? Ich habe das gesehen. Aber ey, dieser Fisch, ist das geil. Birger, Heute halt Zander ist auch gar kein Problem für mich. vorher immer, Zander, total schwer, geht gar nicht eigentlich Ah, da. was haben wir den richtig Nimm mal deinen Fisch, verlier den jetzt nicht noch, Birger. So, Erstmal präsentieren hier das Ding. da haben wir noch den Reinzander. Alter, Ha? geil. So richtig zerrocktes Teil, ja? So ein Hauptstromfisch halt. Außer als wäre der mal eine Reuse gewesen. Ja, das sieht kaum Was aus da? oder sowas. Kampfspuren vom Rhein, Vicky. Hier unten ist Krieg. Hier ist echt Krieg. Zeig mal, wie Super groß Fisch, der ist. ne? Ja, habe ich da 68 recht gehabt am Anfang. Oh, dein Turnierauge. Du, ich habe eine Frage. Ja. Dürfen wir Essen? den essen heute? Ja, klar. Ja, gut, geil. Yes! Danke, Bürger. So, kann ich wieder raus, oder? Ja, du kannst wieder Aber dann arbeiten. muss ich noch in die Redaktion arbeiten, will ich nicht. Wir sagen ja später, dass wir Also, angefangen haben. du hast deinen Soll erfüllt. Tschüss. Wir haben 7 Fischarten. Wahnsinn, für den Rhein in 2 Tagen, ich finde das total gut. Ich finde es auch total gut. Das finde ich wirklich richtig Ja. gut. Also wir haben eigentlich the Big Five, also großen Raubfische gefangen. Ne? Rapfen, Zander, Wels, Barsch, Hecht. The Big Five. Geil, geil, geil. Also, was wir aber noch können, ist einfach größer machen, ne? Wels oder größer als Rapfen und, 68. aber Naja, ein bisschen, weißt du, ein bisschen Topwater. Ich habe einen Topwater-Spot. Ja, das machen wir. Also machen wir ein Das bisschen machen wir. Topwater-Action, oder? Das machen wir. Okay, geil. Bürger, ich fahre jetzt noch ein bisschen näher, weil ich habe ja die Hoffnung, eine Barbe zu fangen. Ja. Ihr könnt ja hier weiter auf Zander angeln, aber ich will da ein bisschen ans Flache kommen. Und dann, meinst du, das ist die richtige Größe für die Ich Barbe? denke schon, ja. Gut. Hey, die sind hier groß, die Barben, ne? Naja, dann werde ich mit der 14 Gramm Route wahrscheinlich an mein Limit kommen. Ja, das wird witzig. Oh, hatte ich einen krassen Biss. Ja? Alter. Ja. Junge. Also aber dann schon Wels auch, oder? Wenn der so richtig hart. Also richtig hart. Jetzt hatte ich hier auf dem Crank tatsächlich einen Biss. Mal richtig gemerkt, schön am Boden geschubbert und dann PAM! Leider nicht hängen geblieben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Einmal mit Profis hier. Das war jetzt ganz schlau. Vorsicht, da liegt ein Crank. Naja, ich hab ihn gesehen. Ja, das kümmere dich mal, ich mach das mit dem Fisch hier, ne? Mach du das. Fisch. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt bin ich mal gespannt. Kescher bitte. Schöner Zander. Zander? Ja. Oh, ein guter. Oh, geil. Was ist denn hier los? Jawohl. Zander ist schwer, sagt er. Jawohl, wer hat das geglaubt? Ey, so wie die alle, weißt du, in der Vorbereitung, monatelange Vorbereitung, mit Birger telefoniert, mit Marc telefoniert, mit 100 Leuten telefoniert. Zander, ganz schwer, das geht gar nicht. Und jetzt gehen wir hier hin und haben schon den zweiten Zander in kürzester Zeit. Boah, schöner Fisch. Ja, der ist nicht so groß wie Aber du deiner. hast den gejickt jetzt, ja? Ja, geleiert. Mit dem Twister? Ja. Mit dem, ja, okay. Mit dem Ghost Junior Ja. 1005. Hopp, da ist er. 56. Ja, so groß wie du kann ich nicht, aber ein wunderschöner Fisch. Ich bin so happy. Super, perfekter Küchenfisch. Yes! Weißt du, was Marc gestern immer gesagt hat? Na? Er würde es mit Dietmars Worten sagen, er ist halt ein guter Guide. Das gilt jetzt für dich. Naja. Guter Guide. Ich befürchte ja, dass wir noch ein paar mehr fangen, weil wenn die einmal on sind, sind sie halt on. Was willst du machen dann? Genug Strecke machen heute, da wird schon noch was gehen. Ist halt die Frage, ob das irgendwann einschläft, das Beißen. Aber eigentlich wird es ja gegen Abend oft besser. Ja. Ich glaube, ich höre jetzt aber übrigens auf
Zander zu angeln, weil ich will die Barbe fangen hier. Nicht mal eine halbe Stunde auf dem Wasser und die zwei haben schon wieder richtig vorgelegt. Der Druck bei mir steigt. 4 Tage, jetzt wird es Zeit, mich auch zu entschneidern hier. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Spot. Ja, Fisch. Fisch on! Fisch on! Becky hat einen Hänger. Nee, ich habe einen Hänger. Becky hat einen Hänger. Ah, machst du selbst? Ah, das war der. Okay. Ging jetzt schneller, weil der Zander ist auch nicht besonders groß. Aber ey, die Zander beißen heute wirklich gut. Ja. Wirklich. Wieder den Split Motoröl diesmal. Ja, Wieder ein Split. ja klar. Der ist aber untermaßig. Den kriegt er rein zurück. Ja, also du, Geil. so viele Bisse. Erstaunlich für hier. Ja, Ja. echt erstaunlich. Für tagsüber Knall, Sonne und so. Ich verstehe das alles gar nicht so richtig. Ich würde sagen, wir fahren runter in die Einfahrt von Müssen dem. wir da leichter fischen wieder? Da kann man leichter fischen, ja. Was können wir erwarten? Das gleiche wie eben. Ich hoffe, die Zander sind da ein bisschen aktiv. Und wir haben ein bisschen weniger Strömung, weil wir da in der Einfahrt von diesem Altarm, der hinter uns ist, fischen. Da dreht es halt so im Kreis. Ne? Ja, und da steht auch mal, also selten, aber steht auch mal ein guter Hecht rum. Und natürlich Aha. Dann hole Da ich steht gleich meine Hechtgute raus. auch immer mal ein Wels rum. Wels. Schon. So, ihr seid alle sicher, ja? Guess that's kind of funny. There ain't me to save you, man. Oh, I guess that's kind of funny. Und du hast hinter der Spitze Verwirbelung. eine Sandbank. Vor allem Jiggen oder was mache ich? Ja, du kannst ja alles möglich machen. Auf der Sandbank ist natürlich auch mit dem Wobbler geil, ne? Fisch on! Jawohl, Becky. Kleiner Zander. Kleiner? Guter Zander, Becky. Hast du gerade kleiner gesagt? Ja, größer als ich gedacht hätte. Ich finde ihn gar nicht so klein. Jäger, ich habe mich entschneidert. Endlich der erste regulär gefangene Fisch für mich. Jawohl, Becky. Zander auf den Ghost Junior 5 Inch 1002 und der erste Reinzander für mich. Petri, Becky. Oh, Dankeschön, Dustin, das tut gut. Die letzten Tage ganz schön gekämpft und auch wenn das jetzt kein kapitaler Zander ist, freue ich mich absolut. Yes! Jetzt erstmal Päuschen, oder? Nein, Spaß, natürlich nicht. Es wird weitergeangelt. Hier ist der erste Wurf am neuen Spot. Birger hat genau erklärt, wie die Struktur hier unter Wasser ist. Und es hat geklappt. Wenn ein Abschnitt zäh ist, dann dieser. Und Becky, ausgerechnet hier fängst du deinen ersten Fisch der ganzen River Tour. Das gibt's doch gar nicht. Bist du erleichtert, oder? Ja, absolut, ey. Da fällt ganz schön Druck von einem ab. Ja, 4 Ja. Tage hat es gedauert, das geht. Geht. Ja. Geht schon. Hab's überlebt, würde ich sagen. Ja, ist ja auch, wenn man ehrlich ist, wir hatten ja immer bis auf gestern, ob ein Fisch oder kein Fisch, liegt halt nah beieinander. Absolut. Oh, ein Riesenbarsch. Alter! Das ist ein Puffi. Junge. Scheiße. Alter Scheiße. Was ist denn Alter los? Schwede. Das ist ja ein 50er Bar. Das ist kein 50er. Nee, 50er nicht, aber 47. Krank. Junge, war das ein Biss. Komm, ey. Hat doch ordentlich eine Ich habe noch vor dem Barsch bekommen. gezittert. Barsch ist hier so, aber wenn, dann habe ich hier, wenn, dann mal so riesengroße. Oh, auf dem Metal wieder. Nummer größer gegangen als beim Rapfenangeln. 65er. Ey, es ist einfach eine Waffe und es ist so unterschätzt, dieser Köder. Ganz normal gejiggt habe ich den. Da kommt der einmal mit und es beißt einfach. Jetzt glauben alle, dass hier das ist besser als Holland und alles zusammen. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind so die Fische, die ich hier in 5 Jahren mir zusammenfange eigentlich. Quatsch. Aber echt? Ah, Alter, guckt euch das Ding an. Ist das ein schöner Barsch? 47.
ein 47er Barsch. Was für ein Fisch aus dem Rhein in Deutschland auf dem Mette. Birger, danke schon mal jetzt für diesen Tag. Ich bin sprachlos. Gut gemacht. Danke. Wirklich gut gemacht. Petri. Ist doch einfach nicht zu fassen. Wirklich nicht zu fassen. Aber das denn, weißt du, was du genau richtig gemacht hast? Was denn? Die großen Barsche im Sommer, die beißen viel, viel häufiger auf alles andere außer auf Gummi gejickt am Bleikopf. Also den Metal, auch gerne Crankbaits, also Köder mit viel Vibration, sowas, Hardbaits generell. Das ist die viel bessere Chance und das machen auch nicht viele dann. Also viele jiggen einfach immer nur am Grund, weil es für Zander gut ist, aber für Barsche ist es im Sommer einfach keine gute Technik. Ja, wir haben 3 Angeln im Wasser, ne? Er macht was anderes als wir. Und zack, schon fängt man noch andere Fische dazu. Sau geil. Also wir haben ja mit Marc gestern eine Wette gemacht, wie viele Fische fangen wir pro Tag. Ne? Und da fing Marc mit 4 an, glaube ich. Ne? Ja. Ich 5 und Becky 6 und wir haben irgendwie 7 gefangen oder so. Ja. Und waren schon wirklich absolut begeistert. Jetzt habe ich einen Barsch, einen Zander, Becky einen Zander, 3, du 2 oder 3 Ja. Zander? 3 Zander? 2. 5 Fische heute schon. Ja. Gib mal eine Prognose, was wir heute fangen. Aber nicht zu übertreiben, weil sonst rächt sich das immer, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte einer heute Morgen gesagt, ihr fangt heute 5 Fische, den hätte ich direkt einen Fuffi in die Hand gedrückt, nach dem Motto Dankeschön. Echt, also ich will gar keine abgeben, weil das, mein Gefühl ist, das kann auch einfach jederzeit komplett für den Rest des Tages beendet sein mit dem Beißen. Weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe? Wenn jetzt das Wetter sich ändert, weil da hinten kommt ein bisschen kühleres Wetter, kommt die Wolken und so. Das kann natürlich dann Einfluss haben, aber ich gehe jetzt erstmal vom Positiven aus und denke, wir fangen noch ein paar Fische. Also 3, 4 Stück eigentlich schon noch. Ja. Ey, und das in Deutschland, ne? Auf unserer River Tour. Müsst ihr euch mal vorstellen. Mal gucken, was alles noch kommt, aber ich bin nach dem 10 Start absolut begeistert, was wir bis jetzt fangen konnten. Jetzt wird es langsam eine Tour. Hä? Jetzt wird es eine Tour. Wahnsinn. Fisch. Fisch? Oh, Zander, ne? Sander? Ja. Obwohl wir die Stelle schon so lange beackert haben, ja? Petriberger. Zander sind und bleiben gut drauf heute. Trotz Sonnenschein. Das denn wollt schon wieder weiter? Ja, ich wollte ja auch einen großen Fisch fangen jetzt. Achso, du wolltest einen großen. Wieder auf den Split, gell? Ja. Geil. Für den Rhein schöner Zander für tagsüber. Wie heute schon den ganzen Tag der Split gejickt in der Strömung. Guter Köder, der liefert seine Fische. Don't need your money, just give me respect. Told you before this. So, jetzt sind wir geangelt. Jetzt noch genug Kraft für einen großen Waller. Das müssen wir nicht immer filmen, Markus. Warum? Das gehört dazu. Die denken doch alle, ich habe einen Dachschaden. Boah, schöner Biss. Ah, sehr geil. Ja, sieht schon nicht so schlecht aus. Alter, war das ein Biss. Was erleben wir heute für eine geile Angelei? Fisch Nummer 9. Oder? Ja. Wieder auf dem Predator, 3,5 Inch, 10,05. Und der nächste Zander für mich. Zander Nummer 3 für mich. Und insgesamt Fisch Nummer 9. Der Kollege ist aber gerade noch so untermaßig und darf noch ein bisschen wachsen. Deshalb schnell zurück mit dem. Birger, 9 Fische. Würdest du sagen, das ist einer deiner besten Tage in den letzten Jahren hier am Tag? Also für tagsüber Angeln eindeutig ja. Vor allem auch mit den Fischgrößen, das sind also End-60er Zander, 47er Barsch. Ja, Wahnsinn. Da kriegt man mal so einen übers Jahr verteilt, aber so in der Frequenz und auch in der Größe schon außergewöhnlich für hier, ja. So, wir packen die Sachen zusammen und los geht's zum nächsten Spot, Rapfen. Ah, Topwater, da habe ich richtig Bock drauf. Aber vorher checke ich nochmal meine Batterien. Wir brauchen Echolot und so, kannst du alles ausschalten, kannst du sparen, brauchen wir nicht. Rate, wie oft ich schon geladen habe, seitdem wir unterwegs sind. Naja, wir sind jetzt 4 Tage unterwegs mit 3 großen Echoloten, E-Motor in der Vollströmung. Weiß nicht, 3, 4 Mal? Bestimmt, ne? 0 Mal. Was? Was hast du denn noch unten drin für Batterien? Wie viel? Ja, das hat haben die mir eingebaut. Roy Power heißen die. Round Marine haben die es eingebaut. Speist die Humminbird-Geräte und lädt die, während ich fahre. Das ist halt Next Level. Super. Ich meine, vorher war immer so, und jetzt? Das ist super geil. So, ich kläre hier gerade Organisatorisches, weil wir haben für ein Stück, was noch kommt, Karten vergessen. Die organisieren wir jetzt aber gerade. Hallo,
Ah, geil. Ja, dann fahren wir jetzt dahin. Ach, das ist total nett von dir. Dankeschön. Also, Karten besorgt. Ne? Wir wollen ja natürlich nichts Illegales hier machen. Kostet uns bestimmt 40 Minuten, Bürger. Ja, es wird jetzt ein bisschen Zeit kosten. Ja. Aber besser legal als illegal, sagen wir mal so. Es gibt keinen anderen Weg, sagen wir mal so. So, genau. Sind die Routen fest? Ja. Wir durften nämlich genau bis hierhin angeln, bis zu dem Kreuz da hinten und jetzt eben nicht mehr. So, das klären wir und dann geht's los. Ich rufe mal kurz eine Organspende Koblenz an, ob die noch eine Niere für mich haben. Neue. Anlegen ist schwer dann, ne? Anlegen, wir müssen dann aussteigen vielleicht. Also, wer braucht jetzt wie einen Schein? Wir beide. Wir beide. Gut. Ja, läuft doch. Haben zwar jetzt schnell 20 Kilometer gemacht, das heißt, wir fahren weit mehr als 1000 Kilometer, weil wir sind 20 Kilometer hierhin, 20 Kilometer wieder zurück, sind schon mal 40 mehr auf der Uhr. Aber keine Option gewesen, ohne Angelschein zu angeln. Ich bin sehr, sehr froh, dass das so spontan geklappt hat, dass der Jens uns hier das ermöglicht, weil, muss man echt sagen, sonst hätten wir hier den Abschnitt skippen müssen. Das wollten wir natürlich auch nicht. Oh, wir hatten hier geangelt. Die angeln auf jeden Fall das richtige Zeug. Guck mal, Birger. Die Farbe geht. Die haben wir heute schon mal gesehen. Dann hast du Dankeschön. das schon mal, das Dankeschön. schon mal und den hier. Ne, das ist Deutschland. Da brauchst du für jeden Kilometer eine Angelkarte. Aber jetzt haben wir sie alle. Unsere 593 Karten. Aber ging ja schnell, oder? Hättest du Ja, wahrscheinlich hey, gedacht, dauert alles länger, super. oder? Alles klar, Leute. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und Ciao. ciao. Ciao, ciao. So, bevor es jetzt gleich zum Rappenspot geht, gehen wir noch kurz einkaufen, weil unsere Lebensmittel gehen so langsam zu Ende. Ein bisschen neues Eis, damit wir unsere Getränke kühlen können. Ein bisschen Brot, ein bisschen Belag, damit wir die nächsten Tage dann auch wieder gut versorgt sind hier auf dem Wasser. Dustin, da legen wir an, dann können wir direkt hochlaufen. Becky, ein Seil nach vorne. So, komm, wir gucken mal. Gut, dass wir die Westen auch noch anhaben. Ja. Safety first. So, fühlt sich mal komisch an, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Bei mir Oder, schwankt es auch noch so leicht. Schwankt, ja. Nee, die sind verboten. Nein. Die liegen wieder nur im Boot rum, überall. Komm, wir nehmen einmal sowas mit. Einmal als Belohnung. Dafür, dass wir durchziehen, ey. Obst und Gemüse. On the mountain, Schauen uns alle ein bisschen komisch an mit unseren Schwimmwesten und den GoPros um. Brauchst du auch noch irgendwas, Dustin? Ah ja, stilles Wasser natürlich. Wir haben ja auch noch ein paar, ne? Wir haben auch noch ein paar. Nicht zu Und das viel. Süßzeug geholt. Ich nicht. Ich habe das nicht geholt. Wer hat das Süßzeug geholt? Du? Nee. Okay, schuldig. Also, Du! Ah, ja, das ist ist schon, okay. Ich muss sagen, in der Brötchentüte von heute Morgen waren die Schokobrötchen als erstes ausverkauft bei den Jungs. Deswegen dachte ich, ich lade mal ein bisschen was nach. Wenigstens. deswegen, ich muss noch bei den Gummibärchen vorbei. Nee, kannst du vergessen. Hey, du hast auch hier dein Spaßgetränke. Ja, ein Spaßgetränk. Darfst du dir auch eins mitnehmen? Ja, auf 100. Aha. Das Strawberry? Hey, Da habe ich nicht so viel Süßzeug. so jetzt sind wir wirklich fertig. Jetzt sind wir durch. Birger hasst uns, will angeln, angeln ist beißt und wir sind hier einkaufen. Im Globus. Oh, Markus, was holst denn du dir da wieder? Allerübelst, ey. Jetzt mal ohne Spaß. Das mit, was ist da drin? Paprika? Ja. Tschüssi, schönen Tag noch. Ciao. So, haben wir alles? Ja, haben wir, ne? Ich roll jetzt bis zum Durch die Boot. Kuhle kommst du nicht. Jetzt haben wir wieder 3 Tage Ruhe, 2 Tage. Ja, 3. Also wir haben 350 Kilometer mit dem ersten Einkauf geschafft, finde ich gut. Ja. Die nächsten 350 Kilometer sind wir ja schon in Holland, sind fast da. Ich hoffe, in Holland können wir auch irgendwie... Lecker Frikandel. ja, nee, hoff. Also, jetzt werden Fische gefangen. Erstmal wird was zum Mittag gegessen. Freut sich Bürger, wenn wir noch länger hinauszögern, bis wir angeln. Wie, was wollt ihr jetzt noch? Jetzt essen wir noch. Jetzt erstmal. gibt's Mittagspäuschen, dann ein Nickerchen. Ey. Und gegen 17 Uhr werden wir die Routen wieder in die Hand Es nehmen, ist Birger. 17 Uhr. Echt? Hi. Dann gegen 19 Uhr. Den Wagen hätten wir mitnehmen sollen hier. Ja, so ein Bollerwagen, da hätten wir mich reinsetzen So können. ein Rentner-Porsche.
Hat doch gut getan jetzt ein Päuschen, oder? Ja. Jetzt noch ein kleines Leckerle. Weiter geht's. Ganz schön Action hier mitten auf dem Strom. Da ist ein Druck drauf, das ist unglaublich. Kenne ich von mir aus der Heimat gar nicht am Main. Da ist das daheim alles Kindergarten im Gegensatz zu dem Fluss hier. Ey, Becky, wenn einer einen Fisch hat, muss der andere übernehmen, ja? Hier, am E-Motor, wenn ich einen habe. Machen wir mit Anker oder? Nee, das wird nicht halten. Okay. Also wir haben jetzt eine Kiesbank, typisch für diesen Abschnitt, dass hier ganz flache Kiesbänke sich aufhäufen bei der starken Strömung. Und die Rapfen stehen gern da drauf. Also wirklich auf einem ganz flachen Wasser oben drauf. Aber ein sehr stressiger Spot, weil mitten in der Fahrrinne. Und, aber ja. Die Rapfen stehen da drauf. Oh, Achtung, festhalten. Alles gut. Nichts passiert, Jungs. Bye, bye. Also geil ist das. Fisch an! Aha, guck. Da ist er schon. Da ist der erste Rapfen. Ist aber leider kein großer, aber der erste Fisch. Weißt du nicht mit der Strömung? Ja, Der kommt jetzt einfach mit, ne? hast du auch recht. Ja, so wie gestern. Und eingenetzt. Dankeschön, Birger. So geht das doch. So, hier ist der Köder. Wie gestern bei Dustin Metal 45. Und hier ist mein erster Reinrapfen. Noch nicht der größte, aber der Anfang ist gemacht. Ja, Petri, Becky. Petri Dank. Boah, war das gerade ein Adrenalinkick in dieser reißenden Strömung hier. Geil. Hat es jetzt auch für mich mit dem Rapfen geklappt auf dieser Tour. Ich hatte den Metal als Rapfenköder gar nicht auf dem Schirm. Ich liebe ja den Blade Runner und fange daheim eigentlich alle meine Rapfen mit Blade Runner. Aber jetzt habe ich noch eine gute Alternative. Fischer, weg! Schade. Und der nächste Rapfen hing, aber ist gleich wieder ausgestiegen, aber knallhart eingestiegen. Ich habe tatsächlich gerade eben den besten Platz hier auf dem Boot und kann am weitesten werfen und kann schön durchziehen. Boah, ist das spannend gerade. Ich bin froh, dass ich das Boot hier nicht manövrieren muss. Das ist, glaube ich, ganz schön stressig, was das denn da gerade machen muss. Aber oh, ja, Oberfläche, ja? An der Oberfläche. Birger hat einen. Du musst das machen, Becky. Ich Ja, muss hier holen einen. annullieren. Topwater, Junge. Geil. Großer? Mittel. Auf jeden Fall Vorsicht mit dem Motor hier. immer ein schöner Biss auf jeden Fall, wenn die den Topwater so richtig... Oh ja, das ist schon besser. Ah, das ist schon der größte, glaube Ja, der ist schon deutlich größer, Birger. Und so, ja. Und eingetütet. Gut. Geil. Okay, super. Schöner Topwater ab. Guck mal, was der für einen Buckel hat, hä? Schöner Fisch, ey. Ja. Petri, geiler Danke. Fisch. Der Spot ist hier echt nicht ohne, muss man sagen, Birger. Wer den Spot steuert, kann eigentlich nicht angeln. Also wenn wir hier angeln, ist das normalerweise so, ich fahre das Boot, Sebastian angelt oder umgekehrt, dann, weil also Angeln und Fahren ist wirklich die absolute Höchststrafe an dem Platz. Also, Aber keine Ausreden. Ich muss trotzdem einkriegen hier. das ist keine Ausrede, ey, das ist schon der Rhein, ne? Warte mal. Beckys Fisch war Nummer 10, deiner ist Nummer 11. Ja. Zweistellig, amigos. Ja, geil. Alles gut. Multitasking, das kann er. Jetzt muss er das Boot steuern, telefonieren und ihr könnt eins glauben, der lässt die Angel nicht liegen dabei. Macht er auch noch. Wenn er jetzt aufs Klo muss, würde er das auch noch gleichzeitig hinkriegen. Hängt.
Hoppa. Du hattest das vorher noch gesagt, ne? Mal mit dem Popper einfach durchkurbeln. Genau, das habe ich probiert. Mal Super. auf schnell durchkurbeln. Das zieht richtig schöne Blasen. Und da ist er. Schöner Fisch. Ja, wieder kein kapitaler Finnrapfen, aber wunderschön. Cool. Ich bin happy. Fisch Nummer 12 heute. Ja. Ist das der Wahnsinn? Geil. So, hier unser neuer Top Gun. Der funktioniert so geil, wenn man den einfach nur durchzieht auch. Also klar, auf Barsch und so poppe ich den, aber hier wollte ich es auf Geschwindigkeit bringen. Der macht so Blasen und geht so von links nach rechts. Hat funktioniert, super geil. Cool, Fisch Nummer 12, krass. Birger, auf den Stress brauche ich einen Mochi. Ja, Ja, das war, glaube ich, mit der stressigste Spot, den ich je geangelt mir habe. leid. Puh. Ich entschuldige mich für diesen Spot. Nein, alles gut. Aber Wir haben ja drei, er bringt immer sicher einen Fisch. wir haben ja Also, drei Dings gefangen, ja. das ist ja das Geile. Jeder hat einen gefangen, alles gut. Also, Ja, passt schon. das ist das Wichtigste. Dafür hast du dir eine Zuckerdröhnung verdient. Ja, Okay, Birger, du fängst an. Oh, der ist ganz weich. Oh, Achtung nicht, dass der aufgeht. Und so doll getaut. Oh, Der sieht aus wie ein Sack. So, guck dir das Ich an. sag jetzt mal nicht wie. Ja. Ich hätte zwei Vorschläge. Fallendarer Seitenarm, da wo wir eben schon mal kurz angehalten haben. Oder wir fahren mal zu dieser Insel, Weißenturm. Das sind diese tiefen Buhnen. Also zumindest sind da 3 tiefe und da sind auch flachere Buhnen, wo es richtig kesselt. ja, oder wir machen beides. Was wir brauchen, ist noch ein Zander. Weißenturminsel. Gut, los geht's. Schnall dich an, Markus. Da wollten wir natürlich direkt hin zum Spot nach Weißenturm an die Insel. Aber auf dem Weg dahin haben wir noch einen Spot gesehen, den ich von früher kenne. Ich habe da ja mal gewohnt. Eine richtig schöne Spundwand. Und da haben wir es dann nochmal versucht. Becky wirft natürlich schon wieder, bevor irgendwas fest Becky, ist. echt mal. Gibt es bei dir auf dem Boot nicht die Regel, erst wenn der Kapitän geworfen hat? Soll ich das einführen? Internationales Recht ist ja so, der Kapitän sagt, wann es losgeht. Echt? Ja, schon. Becky disqualifiziert. Aber eigentlich freuen wir uns doch, wenn Becky mal so motiviert Ja. Ja, ist. Ah, da war der Biss. so. Siehste? Erster Biss beim ersten Wurf. Leider nicht verwandelt. Ja, in dem Spot muss man immer ein bisschen Glück haben, weil oft liegen hier lange Frachtschiffe zum Entladen oder Parken. Kann man gar nicht angeln hier. Oh, Fisch on. Nächster Fisch eingestiegen. Vermutlich ein Zander. Ich kann die Größe überhaupt nicht einschätzen, weil hier halt richtig viel Strömung drauf ist. Das ist auf jeden Fall Zander, aber... Was meinst du? Und da ist der nächste kleine deutsche Rheinzander. Fisch Nummer 13, Becky. Yes. Fisch Nummer 13 hat das denn gerade gesagt. Unglaublich, was wir hier in der Heimat erleben. So, die wollen hierher anlegen. Machst du den E-Motor schnell, Becky? Natürlich nervig. Ja, das ist aber an dem Spot meistens so. Die großen Tanker, die legen da an, alle Nasen lang und man kann da nicht fischen. Okay, gut, dann legen wir uns mal noch mal dahinter. Wir haben Glück gehabt, die 2 Schiffe parken weit genug auseinander. Das heißt, wir können hier noch mal den Spot angeln. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob der hier auch so gut ist, weil da ist ein bisschen Strömungsschatten durch so eine rauslaufende Landzunge. Kann sein, dass hier die Hauptströmung schon voll raufknallt. Das müssen wir jetzt mal gucken. Guck mal, was der hier auswirbelt. Ja, der haut wieder ab. Ist das so? Also ich würde sagen, der Spot ist professionell versaut. Guck mal, da kommen diese Muscheln und alles von Boden hoch, so wirbelt er da rum. Das geht doch nicht. Jeder Zander, der da unten steht, hat jetzt Kopfschmerzen. Der kriegt hier Muscheln und Steine und was nicht alles ins Gesicht. Schade, ich hätte hier gerne noch ein paar Würfe gemacht. Ja. Bist du bereit? Ja. Wir rasen ja hier immer durch und sehen immer viele schöne Sachen, aber haben gar keine Zeit, da mal anzuhalten. Und hier meine alte Heimat, ganz früher, als ich bei der Fischempfang eine Ausbildung gemacht habe, war ich hier oft. Das Deutsche Eck. Ja, ne? Wer ist das? Der Kaiser Wilhelm Ja, auf seinem Ross. ja. Neu aufgebaut, weil wurde im Zweiten Weltkrieg eingerissen, die Statue, aber wurde wieder neu aufgebaut.
So, wir haben unseren Hobel fast leer genuckelt. Zahlst du? Ende des Monats, Junge. 16. Da ist nichts mehr drauf. Ende des Monats. Ende des Monats? Also, Abgelehnt. Karte abgelehnt. Super. Abgelehnt. Also beide meine Karten sind abgelehnt. Hast du eine EC-Karte als Karte? Nein. Boah, Becky läuft bei dir. Ha! Jetzt direkt ins Dispo heißt er? ja. Ha! 300 € willst du jetzt von meiner Karte ausgeben. 300 €. Becky. Tackle Peak sponsert den Sprit. Können wir auch machen. Das ist ja schon zu spät, Alter. Die Hälfte, mehr als die Hälfte ist rum. Nee. Leute, das tut weh, ey. Jeder Liter. Quatsch, jeder Liter ist purer Angelspaß. Stimmt auch wieder. Aber macht mehr Spaß, wenn der Lange das Boot voll tankt. Leute, wir kommen den 300 immer näher. Das sind 3 Abende im Bierkönig. Einfach so weg. Ohne einen Schluck getrunken zu haben. So, 155 Liter sind wieder drin, Dustin. Also daran könnte ich mich gewöhnen, dass Becky zahlt. Das Problem ist, kriege ich im Nachhinein in Rechnung gestellt. Naja. Weiter geht's. Ich hab Bock. Wollen wir in die erste rein? Ja, ich würde die ruhig mal probieren, Alter. Ja, warum nicht? Die ist auch schön tief, Alter. Ja, ja, eben. Schau mal, in der zweiten Brune zum Beispiel, das siehst du jetzt auch, da ist so eine Querbrune drin. Ne? Das Wasser reinläuft und prallt da auf so einen Steinhaufen im Prinzip. Also auch für Rapfen hinten drin, Topwater oder so, die ganzen Dinger sind auch nicht schlecht. Normalerweise nehme ich zum Zanderangeln immer FC1 in 0,36 mm, jetzt aber FC1 in 0,40 mm, weil ich irgendwie mit einem Wallerbeifang hoffe und da bin ich dann mit 0,40er noch mal ein bisschen besser dran. FC1 richtig geil, vor allem hier im Buhnenbereich, wo viele Steine unter Wasser sind, hat man ein sehr, sehr abriebfestes Vorfach. Und da sind wir mit dem FC1 immer auf der sicheren Seite. Schnell noch einen kleinen BKK-Snap davor. Und dann geht's direkt weiter. Du, aber ich habe auch auf all meinen Rollen Stroftschnur drauf. Hat ja auch einen Grund, oder? Ist so. Gerade bei den dünnen Durchmessern gibt es eigentlich fast keinen anderen Hersteller, wo die Schnüre auch halten. Eine 5 oder eine 4 Kilo Schnur aufwickelst. Die meisten, die reißen dann bei Anhieb oder so, bei diesen Schockbelastungen. Ne? Hab Da ich fliegen auch, die genau. dir weg. Die Stroft nicht. Ja. Die hält. Was sagst du? Geil. Oh, war das ein Biss. Alter. Das war ein Waller. Siehst du? Und was für ein Köder? Und er wollte schon wieder abhauen. Ne? Jedes Mal muss er erstmal einen auf die Finger kriegen. Bleib mal da. Nein. Metal. Oh nein. Ja, wer weiß, vielleicht war es auch ein Zander. So, es war wirklich ein Laserbiss. Junge. Nochmal bitte. Alter, war das ein Biss. Okay. Jungs, festhalten. Becky, was mit dir? Du trägst jetzt nichts mehr bei, oder was? Doch, doch. Ja, du, das ist nichts Neues. Achso. Das ist gerade, muss man sagen, heute sogar erstaunlich viel geangelt. Ist das noch Koblenz hier? Das ist auf jeden Fall noch die Karte Koblenz, ja. Aber auch von der Stadt her noch? Das ist Neuwied schon. Ah, Neuwied. Das war, Neuwied ist eine der kriminellsten Städte Deutschlands. Echt? Ja. Ja, ja. Ja, holst du den Kescher? Guter Fisch? Oh, ein schöner Zander. Aha. Schöner Feierabendzander. Aber hol den, hol den, hol den. Hol den Rinnier. Jawohl, Birger. Nicht Ich sag doch, schlecht, hier ey. stehen keine Zander. Der ist richtig schön. Einen schönen haben wir doch heute noch abends gefangen, oder? Oh, der hat auch über Ja? 60. Ist das ein schöner Fisch? Jawohl. Ich war eben schon mal, ich dachte, einmal hatte ich schon vielleicht einen Anfasser. Hä? Der Mensch auf dem Steinhaufen, da muss doch ein Zander draufstehen. Ja, hier, nimm mal deinen Fisch nicht an, weiter. Hier weg, Wunderschöner Becky. Fischbild. Geil. Das ist, glaube ich, unser Feierabendzander für diese Rheintour.
wirklich guter Tag, muss ich sagen. Und ein wirklich guter Für Abschluss. deine nochmal. Rheintour. Unsere geht noch weiter. Eure geht noch weiter. Also auf jeden Fall Fisch Nummer 14. Ist das unglaublich? Unfassbar. Wisst ihr was? Ich glaube, den Rest des Tages kommt ihr auch ohne mich zurecht. Ich packe mal ein bisschen Kram zusammen. Ihr lasst mich da raus. Und den Aal, den kriegt ihr hin. Es war ein saugeiler Oder? Tag. Danke dir. Und wie Birger schon gesagt hat, wir brauchen natürlich noch eine Fischart in unseren 48 Stunden. Ja. 350 Kilometer gefahren, da darf ein Aal auch nicht fehlen. Ist so. Gehört zum Rhein dazu. Der Rhein ist super für Aal, ja. Ja. Das macht Nachher ihr legen wir schon. ein paar Würmer aus. Ja, ja. Während Becky kocht, haben wir ausgemacht. Würdest du eins auch Fisch fetzen oder nur Wurm? Ich glaube nur Wurm. Nur Wurm. Dann fahren wir dich jetzt darüber. Pack mal in Ruhe zusammen. Und dann war super geil. Ja, mega Angeltag heute. Also Und ich ganz glaube, kurz, ne? Ganz kurz. Alle, die Birger auch mal folgen wollen, guckt mal hier in die Videobeschreibung. Ne? Da findet ihr sein Instagram, Ja. Fisch und Fangen, auf YouTube folgen. Und 14 Fische. Wahnsinn, Birger. Birger, sprachlos. vielen lieben Dank. Sag mal ganz kurz Unglaublicher nochmal, Tag auf dem bester Rhein. Angeltag Es- seit Jahren wahrscheinlich hier. Überhaupt, glaube ich, sogar hier. Wirklich? 14 Fische tagsüber. Das ist der beste Tag, den ich hier je gesehen Team Chaos hat ab und zu auch mal ein bisschen habe. Glück. So ist es. Tschüssi. So, Birger ist abgesetzt und jetzt gibt es ganz große Arbeitsteilung. Wir haben gerade ausgemacht, ich muss die Aalrouten aufbauen und Becky filetiert die Zander und macht das Essen. Und dann hoffentlich fangen wir noch einen Aal, oder? Das hört sich nach einem Plan an. Hopp. Aber erstmal müssen wir zum Schlachtplatz. Ja. Und es ist wieder so kurz vor Lichtende, deswegen beeilen. Becky, hast du die Fliegen mit deinem Gesicht und deiner Stirn gebremst? Der Platz damit ist ja Du so hast- scheiße. Du hast da auf jeden Fall ein paar Fliegen, die er zahlt. Der Platz, Siehst du mal, wie mir es geht. Ja, du hast aber eine Brille. Ich habe zum keine Glück. Brille. Tut das eigentlich weh, wenn die Fliegen aufs Gesicht Manchmal knallen? knallt Ins Auge schon. Wenn es Ich größer habe ist. ein, zwei ins Auge bekommen und Markus hat eine Brille, der ist Brillenträger. Von daher ganz klar, wer beim nächsten Mal wieder in der Mitte sitzt. Hier sieht das schön aus. Guck mal, das ist ein geiler Schlafplatz. Gestern fand ich es nicht so schön. Heute denke ich mir, wow. Guck mal jetzt ganz kurz. Birger hat uns nämlich nochmal hier einen Spot geschickt, wo er gesagt hat, ey, hier müsst ihr es auf Aal probieren. Schlafplatz gefunden. Dustin macht die Routen fertig. Ich kümmere mich um den Fisch. Ich will noch das letzte Licht nutzen. Oh, da stehen sie. Da liegen sie. Stehen tun sie nichts mehr. Jetzt werden wie bei Ober damals die Aalrouten fertig gemacht. Wir haben natürlich keine Aalrouten dabei, aber wir funktionieren hier was um. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Mir macht das ja Spaß, wirklich. Wenn die Pose so anfängt abzutauchen, rumzutaumeln, lieb ich einfach. Deswegen freue ich mich jetzt drauf. Und, Becky, lass mal kurz durchziehen. Es wäre nämlich Fischart Nummer 8. 8. Hätte uns das nach dem ersten Tag einer gesagt, ihr fangt 8 Fischarten und heute 14 Fische, gestern wie viel? 7, 8. Und, hätte ich gesagt, nee, du lügst. Haben wir extra so schöne Wurmhaken und Tauwürmer haben wir auch. So, Route 1 ist fertig. So, einen schönen Tauwurm hier ranmachen. Der Haken ist nicht so groß, das heißt, ich glaube, ich kann nur einen halben nehmen. Becky, die erste Route ist im Rennen. Top. So Leute, unser Abendessen. Heute eine absolute Premiere. Ich filetiere mal auf einem Filetierbrett. Habe ich glaube ich noch nie in der Folge gemacht. Sonst immer irgendwo zwischen Stock und Stein. Jetzt schneiden wir uns hier schöne Filets aus dem Zander. Und dann gibt es eine Eigenkreation von mir. Die zeige ich euch später. Ich wette auf Zandernudeln. So Leute, 2 wunderschöne, fast schneeweiße Filets. Da muss ich jetzt noch ganz schnell die Haut abziehen. Und dann kann ich auch schon so langsam den Scotty vorbereiten. Becky, ich lote auch noch für dich. Jo. Wie weit willst du draus haben? Oh, ich vertraue da mal auf dein Bauchgefühl. Wie weit würdest du sie denn rauslegen? Nicht so weit raus. Aber macht schon Sinn, dass wir 2 was anderes machen. Unterschiedliches. Mittlerweile habe ich Übung mit meinem Scotty.
Irgendwas stimmt mit den Scotty-Tellern nicht. Ich habe gerade 2 im Wassersauger gemacht, jetzt habe ich nur noch einen, komischerweise. Oh Mann, oh, die waren echt schön. Naja, wenigstens habe ich noch einen. Jetzt wird der Reis gemacht, dann schnippel ich noch ein bisschen Zwiebeln und dann kommt der Fisch auf den Scotty. Guck, ich hab mit. Ja. Geil, da war der erste Biss. Vielleicht fangen wir heute doch noch mal an. Jetzt krieg ich Motivation. Eben dachte ich so, ist die Stellen mal richtig hier? Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich war es nur eine Grundel. Oder, keine Ahnung, eine Brasse. Naja, gut. So, das Wasser kocht. Jetzt kommen hier 2 Säcke Reis rein. Ist eigentlich geil, so Feuer über 250 Liter Benzin zu machen? Wir haben ja unsere Scotty-Unterlagen dabei. Ich fände es geil, wenn du das hier irgendwie als Unterlage genommen hättest. Ja, wir sollen doch die nehmen. Die Scotty-Jungs uns extra mitgegeben. Das ist eine neue Unterlage, die es noch nicht gibt. Dem, wo das Da habe ich so eine Eigenkonstruktion gebaut. Finde ich aber, sieht sehr vertrauenswürdig aus. So, der Reis ist gleich fertig. Jetzt kommt ein bisschen Öl auf unsere Plansche. Ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen gerade aufgestellt habe, den Grill. Und jetzt kommt das erste Stück Zander drauf. Ich fühle mich wie ein richtiger Profikoch mit meinem Kochsetup hier von Scotty. Hier mit Schneide, Ablage, Scotty Booster. kannst einen neuen Account aufmachen. Felix grillt. Ja, gell? Ich werde auch schon von der Community und den Zuschauern so ein bisschen als der Koch wahrgenommen. Das ist so schon krass, dass du als Koch wahrgenommen wirst dafür, dass du Wasser kochst. Ich hatte vor kurzem ein Date und hat die gesagt, ja, du kochst ja immer so gern für die Jungs. Ja, Bei den Videos ich so, nee, mach Voll dir gar keine geil. Hoffnungen. Ich werde gezwungen und viel mehr kann ich auch nicht. wie ist da der Status? Seit ein paar Tagen nicht mehr geschrieben. Ja, seit ein paar Tagen nicht mehr geschrieben. Du hast Ja, aber gestern nicht die Nachricht geschrieben. vorgestern, glaube ich. Gestern. Gestern? Dann Seit seit, ein paar Tagen nicht dann, mehr dann geschrieben. seit einem Tag nicht mehr Wie, geschrieben. und hast du geantwortet auf die Nachricht? Nee. Ja, was soll die dann da auf? Ja, ich bin auf dem Dreh. Ich kann auch nicht hier links und rechts alles gleichzeitig Nee, managen. stimmt. Nein, Klatsch. Er hat heute aber schon viel geangelt. Im Vergleich zu sonst, ja, aber also, Ja, deshalb gibt es jetzt hier auch schönen Zander. Handgefangen von Felix Weggesser. der ist von Birger Domeyer, mein Freund. Der Kleine ist von mir. Aber ich habe gerade überlegt, habe ich schon mal so lange, so eng mit 2 Männern auf engstem Raum gelebt? Habe ich das vielleicht bei der Bundeswehr, aber das war auch nicht so eng. Du konntest da weg. Hier auf dem Boot, weiß nicht wie viel Quadratmeter? 12? Wenn überhaupt. Oder? Ja, doch, 12. Ja, 12 bestimmt. Da musste ich schon kennen. Ich bin gespannt, ob es irgendwann mal zum Kampf kommt. Aber so langsam merke ich schon, ich habe ein bisschen im Rücken, mir tut ein bisschen was weh von den Nächten auf der Isomatte. Also es wird nicht mehr entspannter, glaube ich. Schön, dass noch ein bisschen Wels mit dran ist. Ja, man muss, so eine Plansche darf man nach Erstgebrauch nicht richtig reinigen, sondern die muss so eine gewisse Patina annehmen. Klingt Und logisch. deshalb habe ich da ein bisschen Waller drauf gelassen. Ja, klar. Ich dachte gerade so, das war jetzt überhaupt nicht schlau. Oh, war das heiß. So Leute, wir können die erste Portion anrichten. Gibst du mir bitte kriegst mal sogar einen ganzen Gib's. Teller. Ich probiere, bin ich der Vorkoster? Du bist der Vorkoster. Ist okay. Ist okay. Ja, das Ding ist tatsächlich ganz schön trocken. Ich glaube, weil es das dünne ist. Ja, kann Ist, sein. ist okay. Und die Barbecue-Soße ist eine Katastrophe. Ist okay. Stunde gekocht, ist okay. Also ich muss sagen, mag ich, Veggie. Aber, Zanderstuhl war schon deutlich besser abgestimmt. und wir wollen ja auch den kulinarischen Horizont unserer Zuschauer erweitern. Hammer. Bisschen Salz fehlt, aber sonst richtig krass. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Man muss auch die kleinen Erfolge feiern. Und das Gute ist, wir haben ungefähr noch ein gutes Kilo Fleisch. Ich brauche auf jeden Fall was zum Nachspülen. Da werde ich so mir jetzt trocken auch ist das. reinpfeifen. Ich hau noch ein paar Stücke auf den Scotty und dann sehen wir uns hoffentlich gleich im Aaldrill. Kannst du mir einen Gefallen tun? Sie?
Noch ein paar Zwiebeln anbrennen. So, jetzt macht die Kamera aus. Ess was. Ist. Geht mir beide auf die Möhre hier. Alter, ich werfe euch gleich runter. So, aber Becky hat recht. Ist jetzt Markus. Sonst wirst du hangry. Das wollen hier wirklich, will wirklich niemand auf dem Brot. Warum? Bin ich so schlimm, wenn ich hangry bin? Ja. Guck mal, wir sind uns selten einig, aber in dem Fall kam es synchron. Aber das ist halt Er ist ein Biss. Er ist ein Biss, Becky. Wirklich. Ja, Fisch. Henk? Ja. Geil. Kescher, ja, guter Fisch. Ja, ich krieg den. Wie soll man den Kescher da rauskriegen jetzt, Junge? Ein Aal? Ja. Yes! Welche Fische hat das Fischart Nummer. Oh, ich weiß nicht, meine Knie. 9, oder? 9. Ja! Ein Aal! Ey, ich finde das so geil. Jungs, ich finde das so geil. Unglaublich. Der Aal. Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt und auch gesagt, Becky, wir stehen hier falsch, das bringt nichts. Aber da ist er. Und das ist kein kleiner, ne? Nee, Über 70. 50. Was? Nee, 70 nicht ganz, aber Nee. 65. Ja, sowas, irgendwas 60er. Ein wunderschöner Fisch. Ich finde ja Aale wirklich faszinierend. Aber nicht so leicht im Handling, ne? Nicht so leicht im Handling, aber damit würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Ich bin vollgeschleimt. Wir hoffen, euch hat der Doppelteiler, Zweiteiler gefallen. Ne? Multispecies Challenge in Deutschland im Rhein. 8 Fischarten, Wels, Zander, Barsch, Hecht, Rapfen, Nase, Grundel und Aal. Aal. Saugeil. Unglaublich. Megatage Also, hier am Rhein. Genau. In die Kitzel. Liken, kommentieren, abonnieren und freut euch auf die nächste Folge von River Tour. Ciao.